Servus Freunde! Der SG1603 ist ein kleiner Drifter für wenig Budget und kostet sogar nur noch 63 € mit meinem Rabattcode FEUTASTIsch. Doch gibt es auch Nachteile. Und was sind die Stärken des kleinen RC-Drifters? Das und vieles mehr erfahrt ihr in meinem ausführlichen Review. Viel Spaß! In der Box befinden sich natürlich das ferngesteuerte Auto, eine Fernbedienung, eine Batterie, übrigens mit 1200 mAh, 4 Ersatzdriftreifen, ein leider langsames Aufladegerät, eine Bedienungsanleitung, einen Sechskantschlüssel, welchen ihr zum Montieren der Reifen braucht, kurze Lenkgestänge, einen Kreuzschraubendreher, einen inneren Sechskantschlüssel und 4 weitere Klammern. Des Weiteren solltet ihr nicht vergessen, die Folie vom Auto abzuziehen, um das Auto in seiner vollen Ausstrahlung anschauen zu können. Das Design gefällt mir ziemlich gut und sieht dem Armor Traction zwar ähnlich, jedoch besitzt es dennoch seinen eigenen Style. Das fängt schon bei den Leuchten an, welche man in 3 verschiedenen Modi betrachten kann, den markanten Rücklicht hinten und den erheblich anderen Gesamtauftritt des 1:16ers. Die Karosserie ist mit einem Kabel für die LED zum Fahrzeug verbunden. Auf dieser lassen sich diverse Sticker und die präsente Aufschrift Baron finden. Oben sitzen dann 2 Plastikstreben hinter der Fahrerkabine, die dem Auto einen stabileren Look bescheren. Generell vermittelt die Karosserie einen hochwertigen und guten Eindruck, nichts wackelt oder knarzt und alles scheint solide gebaut. Ob man das Infraction-mäßige Design nun mag oder nicht, liegt zwar im Auge des Betrachters, jedoch sieht es definitiv nicht langweilig aus und zieht auf alle Fälle Blicke auf sich. Aber lasst uns nun zum spannendsten Part kommen, dem Driftteil. Eins vorweg, ich habe dieses Auto zu 98% mit dem beigelegten Driftreifen aus Hartplastik gefahren, da ich der Meinung bin, dass diese am besten zum eigentlichen Fahrzweck des Autos passen, nämlich Drifts. Mit den normalen kann man zwar auch driften, jedoch nicht wirklich gut. Dafür kann man mit ihnen 30 km/h fahren, warum auch immer man das mit einem Driftauto vorhaben sollte. Doch wie driftet sich das Auto nun? Und ehrlich gesagt ist es wirklich extrem geil, mit diesem Auto driften zu können. Es macht einfach unglaublich viel Spaß. Und auch die Leistung des 380er Bosch-Motor, welcher alle 4 Räder antreibt, reicht vollkommen aus. Das Auto fühlt sich potent an und ist sogar ziemlich laut, was mir sehr gefällt. Obwohl der SG1603 mein erstes Driftauto ist, konnte ich mich ziemlich schnell zurechtfinden und gleich am Anfang waren beeindruckende Drifts mit dem Auto möglich. Die Drifts waren sehr gut kontrollierbar und dem langen Driftspaß steht eigentlich nichts im Weg. Dazu tragen natürlich die glatten Driftreifen und spezielle Funktionen an der Fernbedienung bei, zu denen ich nachher noch kommen werde. Negativ ist mir dagegen das Fahrgefühl mit den Driftreifen auf nicht ausreichend glatten Straßen bzw. Boden aufgefallen, wo das Auto sehr herumgehopst ist und darüber hinaus auch nicht mehr gut fahren konnte. Sucht euch also eine glatte Straße mit möglichst wenig Unebenheiten aus, um maximalen Driftspaß zu haben. Denn abseits eines guten Wegs hat dieses Auto eher wenig zu suchen. Kommen wir zur Fernbedienung. Diese ist gut verarbeitet, liegt angenehm in der Hand und besitzt, anders als die meisten Autos in diesem Preisbereich, ein Drehrädchen aus weichem Kunststoff. Die Reichweite ist unbedenklich, wobei man beim Driften sowieso immer näher am Auto steht und sich also keine Sorgen über den Funk machen sollte. Neben den normalen Funktionen wie dem Einstellen des Lenkwinkels, dem Steering Trim und 2 weiteren normalen Einstellungen gibt es auch noch 3 weitere, die spezielle Funktionen besitzen. So gibt es einen Lichtknopf unterhalb der Fernbedienung, mit welchem man zwischen 3 verschiedenen Lichterscheinungen wechseln kann. Eine Etage darüber befindet sich ein Schieberegler, der die Leistung auf 50%, 75% und natürlich 100% einstellen lässt. So kann jeder die für sich passende Sequenz finden. Mein Highlight ist aber der einstellbare ESP-Regler, der tatsächlich für jede Zielgruppe interessant ist. Elektronisches Stabilitätssystem. Je nach Einstellung hilft euch das ESP mit Hilfe eines Gyrosensors, eure Fehler beim Fahren zu korrigieren. Doch was heißt das nun? Das heißt, dass wenn das ESP komplett aus ist und das Fahrzeug bewegt sich, bzw. wie hier im Beispiel wird geschleudert, passiert nichts und die Reifen vorne bewegen sich auch nicht. Beim Fahren werden sie aber durch den Untergrund verrissen. Das Auto wird also nicht stabilisiert. Wenn bei eingeschaltetem ESP das Auto schlittert, steuert das Auto dagegen, indem es den Lenkwinkel adjustiert. Die Räder drehen sich also dem Schleudern entgegengesetzt.
Der SG1603 bricht euch also quasi nicht mehr aus. Das bedeutet, mit eingeschaltetem ESP ist es besonders für Anfänger einfacher zu driften, da das Auto erkennt, dass ihr driften wollt und unterstützt euch somit. Fortgeschrittene können dann je nach Belieben das ESP halb oder auch ganz ausschalten. Ein wirklich sehr tolles Feature. Um all diese Features auszuführen, benötigt das Auto natürlich auch einen vernünftigen Akku. Dieser ist 1200 mAh groß, ist jedoch kein LiPo. Dennoch hat es einen geeigneten Konnektor, um mit einem Schnellladegerät und nicht nur mit dem wahnsinnig langsamen Basischarger geladen zu werden. Die Laufzeit ist wirklich grandios und hielt bei mir 30 bis 40 Minuten bei intensiven Fahren und sogar 1 Stunde und 30 Minuten bei einer Filmsession, wo wir gedriftet und dann wieder Pausen für andere Shots gemacht haben. Die Akkulaufzeit lässt sich also echt sehen. Spaß, Power, Driften, coole Features, ein atemberaubendes Design, Driftreifen, LED und vieles mehr bekommt ihr schon zu einem Preis von gerade einmal 63 € mit meinem Rabattcode FEUTASTISCH, der euch insgesamt 32% Rabatt auf dieses Auto bringt. Schaut also gerne mal bei Makerfire vorbei, der Link ist wie immer der erste in meiner Videobeschreibung. Doch für wen lohnt sich nun ein Kauf? Eigentlich für so ziemlich jedem, dem es Spaß macht zu driften und zwar richtig gut zu driften, denn das ist mit dem SG1603 definitiv gut machbar. Egal ob groß oder klein, das Auto begeistert und selbst out of the box bekommt man ziemlich viele coole Features, wie zum Beispiel die LED oder das ESP, welches sich individuell einstellen lassen. Insgesamt ein wirklich tolles Auto. Und ja, schreibt mir auch mal gerne eure Meinung zu dem Auto in die Kommentare.